Hat schon wieder nein, oder? Super zu Genau, jetzt sind wir Aufbau noch daher. Die lange Schleife. Da wird auch nichts. Okay, Holz. Da wird nichts sein. Nee, Aber da herum hat es immer wieder Gruppe drin. Ja, der ist auf jeden Fall. Ist halt überall gleichmäßig behangen. Zu uns her mittig hat er nicht so viel. Da den Bereich, die kann man alle machen sozusagen. Ja. Wenn du da einsteigen willst. Ja. Ja, wenn man da direkt wenn das oberste hat, dann ordnet man das Posten. Aber sonst sieht man halt. Daher ich dachte praktisch am Posten da hätte. Von meiner umsteigen kann, von meiner dann auch. Zum Teil bewegliche Elemente muss man irgendwann auch mal. Die kriegen auch mal ein bisschen Öl, weil sonst geht irgendwann nichts mehr.
Achtung, ist jemand unterm Baum? Achtung unten! Achtung! Zack! Also die schönsten Momente beim Zapfenpflücken für mich sind einerseits in den Bäumen unterwegs zu sein und manchmal auch morgens der erste Kaffee. Also der schönste Moment für mich beim Zapfenpflücken sind die Bäume und dass ich für diese Zeit in den Wipfeln dieser Welt arbeiten darf. Also wenn ich oben im Baum angekommen bin und die Zapfen aufschneide und so viel Samen drin hat, das ist eine Freude, wenn man dann weiß, jetzt kann man lospflücken und eintauchen ins Tun, sich im Tun verlieren sozusagen. Das Leben im Wald, in der sogenannten Natur oder was wir für Natur halten und das Lagerleben im Wald mit Feuer und Freunden, das ist schon auch ganz schön. In der Spitze ankommt. Es riecht super und man kann anfangen mit Pflücken und man hat einen guten Ausblick. Und dann, wenn man den Sack abwirft. Und wenn er gut unten ankommt, gehört auf jeden Fall dazu.
Ich dachte, ich lade jetzt einfach mal das Zeugs aus, dann auf die Haufe mache. 20. Schreibwort ready. Was ist jetzt nochmal? Wie kriegt man die? Gut, 4, 6, passt. Ja, wie gestern, mehr wie vorgestern. Weniger als zuvor, mehr als da davor. Oberspitzle Ja. und unten und dann. Ja. Ganz Freiburg hier jetzt. Hier, ja. Das ist meine Motivation zum Zapfenpflücken. Also es ist ein sehr friedvoller Job. Man findet Ruhe, man ist im Baum, eins mit dem Baum den ganzen Tag. Ich will eine aktive Meditation und das
kreiert Wohlbefinden. Das tut gut. Was ist meine Motivation beim Zapfenpflücken? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mit coole Leute eine richtig schöne Zeit im Wald zu verbringen, wochenlang im Wald zu sein, auf Bäume zu klettern und einfach eine schöne Zeit zu haben. Meine Motivation fürs Zapfenpflücken ist einerseits, dass ich draußen bin und Spaß habe und das andere ist, dass ich einfach für die Nachkommen für neue Bäume sorgen kann. Also meine Motivation zum Zapfenpflücken ist das Wissen, dass mit den Zapfen neue Bäume gepflanzt werden und ich da meinen Teil dazu beitrage. Meine Motivation zum Zapfenpflücken, das ist sozusagen mein kleiner Beitrag zur Sicherung vom Wald, dass es auch genügend Material hat zum Nachpflanzen. Meine Motivation zum Zapfenpflücken, das ist eine Erntetätigkeit. Es steckt in mir auf jeden Fall noch dieses Jäger- und Sammlergehen drin und bei mir eben das Sammlergehen. Und ob ich jetzt Heidelbeeren oder Himbeeren oder in dem Fall Tannenzapfen pflücke, das entspricht einfach diesem Bedürfnis, von seiner Hände Arbeit sich ernähren zu können. Und wenn man dabei auch noch eine kletternde Tätigkeit damit verbinden kann, dann ist es einfach super. Es ist ein Job und davon lebe ich und das macht mir Spaß.